Also hallo und herzlich willkommen beim TGP Motor Racing Kanal. Heute machen wir mal einen Test mit Ölen. Wir werden Motul 5W40 probieren. Wir werden Rocoil XRP, das sind 5W30, ein Rennöl probieren. Wir haben hier das Shell-Öl, das für die Ducati vorgesehen ist, wo angeblich mehr Leistung generiert. Und wir haben hier ein neues Öl von Badal, das eben dieses Plasma, diesen Ölbooster schon mit drin hat. Wir werden dann auch noch einen Test machen, dass wir sagen, die Öle eben mit dem Booster, damit man sieht, was bringt der in normalen Ölen. Wir werden dazu beginnen mit dem Motulöl. Das haben wir jetzt hier schon eingefüllt. Wir haben hier einen Hartmetallbolzen, der hier drauf laufen wird. Hier sehen wir dann die Kraft, die der Motor brauchen wird, und hier haben wir praktisch einen Arm. Hier sehen wir in Pfund oder in Kilo dann eben, wie viel Druck wir ausüben. Dazu werden wir aber vorher das Öl ungefähr auf 80 Grad bringen, so wie es im Motor, wenn es warm gelaufen ist, in der Betriebstemperatur mindestens sein sollte. Perfekt. Und wir lassen das Ganze auch auf der gleichen Zeit laufen. Also wir haben auf jeden Fall einen neuen Bolzen drin. Ja? Mit so einem neuen Bolzen drin. Neuer Bolzen drin. Soll ich die Maschine noch kurz erklären? Gerne. Ja, hallo, mein Name ist Dietmar Neubauer, Badal Deutschland. Kurz ein paar Worte zu der Maschine. Es ist ein sogenannter Timken-Test, wie er eigentlich in jedem Öllabor, bei jeder Ölfirma auch zu finden ist, wo wir Verschleiß und Reibung testen können und vor allen Dingen ganz wichtig, wie wir das durch entsprechende Öle und Additive reduzieren können. Ja, womit starten wir, Tom? Motul ist drin? Motul ist drin. Wir werden jetzt das laufen lassen und aufwärmen. Wir werden es messen und schauen mal, dass wir ungefähr bei 80 Grad sind, wo wir dann auflegen erst. Das heißt, wir schalten die Maschine jetzt an. Genau. Wir werden einfach mal mit dem Heißluftföhn. Also was ja wichtig ist, aber ich glaube für Racer braucht es nicht zu erklären, Motor warm laufen lassen, was ja in Praxis in einem Auto immer falsch gemacht wird. Aber okay, ja, wir machen es mal. Sagen wir 80, perfekt. Und dann startet mal die Stoppuhr. So, dann nehmen wir mal auf. Das ist Öl warm. So, schauen wir mal. Okay, also 25 Sekunden. Das sieht hier schon deutlichen Abrieb im Normalzustand. Wobei jetzt der Tom natürlich unterschiedliche Drücke ausgeübt hat, um es ganz genau zu haben, muss er eigentlich mit demselben Druck 25 Sekunden gleich sein, aber man sieht schon deutlichen. Ja, aber du hast ja beim Verschleiß. auch eine steigende Druck, ne? Du hast ja nicht sofort Bomben da, sondern du hast ja auch eine Versuche es steigende einfach Druck. bei allen Ölen genau so zu repetieren. Genau, das versuchen wir. Alles klar. Jetzt machen wir die Maschine kurz sauber, damit wir das nächste Öl testen können. Unter gleichen Bedingungen natürlich, und starten dann nochmal von vorne. SKF, Kugellagerstahl, Achterstahl, frisch. Maschine ist sauber. Das Öl von da vorne ist weg. Genau. Motul, hier ist der Bolzen vom Motul. So, jetzt geht's weiter mit dem Rocoil. Das ist vielleicht sogar gut, wenn der Tom das macht, sonst verklagt mich hinter der Wettbewerb, ich hätte was gefuckelt, ja? Genau. Jetzt wärmen wir wieder das Öl an. Jetzt haben wir Rocoil XRP in der Maschine. So, Motor ist warm, 80 Grad. Tom kann losfahren. Uhr. 25 Sekunden. Schauen wir mal, wir machen das auch so, dass wir das steigern. Immer kurz vor dem Wechsel stehen. Noch 5 Sekunden. Okay. Ja. Da haben wir sie. Sehr gleich eigentlich, oder? Relativ gleich. Ja. Das ist der Motul. Und hier haben wir Rocoil. So, immer noch heiß. So, dann bringen wir die ganze
Machen wir wieder alles sauber. Apparatur wieder auf 0. So, als nächstes probieren wir eben das Shellöl, das von Ducati verkauft wird für die Panigale V4. Das Öl erwärmen wir. 70, 81, wir haben es. So, wieder derselbe Ablauf. 25 Sekunden. 20 Sekunden. Gut. So, wir haben also gesehen, wie viel Druck der Tom draufgebracht hat. Wir haben gesehen den Ampermeter von der Maschine, wie viel Strom sie gebraucht hat. Bevor du das jetzt wegkippst, lass mal drin. So, und jetzt gucken wir uns den Verschleiß noch an. Gut, da hast du jetzt vielleicht ein bisschen länger gedrückt, ne? Oder ein bisschen stärker als davor. So, vom Verschleiß sieht es so aus. So, Das bevor reicht das wegkippt, wollen wir da jetzt unseren Booster reinkippen und mal gucken, was wir daraus machen können. Das können wir jetzt machen. So, wir nehmen also hier den neuen Plasma-Öl-Booster, hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen, ganz neue Technologie, patentierte Technologie, gibt es nur bei Badal. Und dann wollen wir mal gucken, was wir aus einem guten Motorenöl machen können, ob wir dann nicht noch ein besseres Motorenöl machen. Also im Praxiseinsatz 5%. So, das Öl ist ja noch warm. Ja, warte, dann machen wir Was ich machen will, wir brauchen ungefähr 25 Kilometer, damit das Additiv wirklich die Poren schließt. Das simulieren wir mal gerade. Nimmt er auch Ton? Nimmt er auch. Ne? Ja, Ton nehmen wir auf. Dann müsste er... Das wäre... Gut. Grad. So. Also besser der Tom, Genau. weil du hast denselben Druck wie immer. Wir starten wieder. Das ist ungefähr wie vorher. Jetzt lässt er die Poren geschlossen sind. Der gleiche Druck. Sind wir dann gleich bei 25 Sekunden und dann erhöhe ich etwas den Druck. Und trotzdem, seht ihr, funktioniert das noch. Also der Druck ist jetzt schon gewaltig. So, jetzt hast du natürlich länger drauf gelassen. Aber was man auch sieht, nur eine relativ kleine Verschleißmarke. Obwohl wir jetzt 10 37 Sekunden länger waren. Genau. Und mit mehr Druck. Also viel mehr Druck. Fast doppelt so viel. Das war Happy, der oder? Preis. Puh, auch in der Praxis hat es funktioniert. Nein, also natürlich haben wir das schon ein paar Mal getestet und wir wissen, was es bringt. Es gibt viele Rennteams, die schon dem Plasma-Öl-Booster vertrauen und wie gesagt, jetzt ganz neu in Kürze lieferbar sind die neuen Plasma-Motorenöle, auch für das Motorrad, bereits fertig konfektioniert und hoffentlich Kann man auch auch bald zeigen, beim oder? Tom erhältlich. Das ist jetzt das 10W60, gibt es aber auch 9 anderen Viskositäten. Ne? Weil das ist halt das, was im Rennbetrieb sehr oft gefahren wird. Ja, Tom, dann habe ich die Hoffnung, dass wir demnächst hier ein schönes Pedalregal mit Plasmaölen aufstellen, damit deine Kunden auch in den Genuss kommen von dieser nicht nur verschleißschützenden, sondern auch leistungssteigernden Technologie.
Dankeschön. Haben wir das alleine eigentlich nicht getestet, ja? Doch eben. Oder? Nee. Im Video haben wir das alleine nicht getestet, ne? Das müssen wir noch machen. Ah, komm. Du kannst das jetzt so das eine Mal kann man noch machen. Genau. Also dann testen wir jetzt hier für euch noch das Öl, was im Prinzip ja diesen Booster, die Additive, oder? Schon drin hat. Genau, die Additive schon drin hat. Jetzt testen wir das Badalöl LXR 10W60 Plasma. Hier ist praktisch anteilig der Booster schon mit drin. Wir werden das genauso wieder auf 80 Grad erhitzen. Wir haben 9 Bolzen drin, wir haben alles gereinigt, das ist alles sauber. Und jetzt füllen wir das ein. Die Farbe gefällt mir schon mal. Ja. Mach mal die Stopprunde rein. Okay, sind wir bei 80 Grad. Wir werden wieder auflegen. Gleich die 25 Sekunden. Und dann schaut es her. Und jetzt werden wir mal nochmal Druck ausüben. Ganz am Ende. Ja, und dann bei 35 Sekunden. Mit dann fast 110 Pfund waren das in etwa. Also doppelt so viel, wie wir vorher aufgedrückt haben. Erst dann kam es zum Stillstand. Schauen wir uns mal den Verschleiß an. Genau. Dem hast du es richtig gegeben. Ja, ja. So. Mit dem Additiv ist besser. Hier haben wir Ducati. Das ist fast am meisten. So, wo ist er? Das ist Rock Oil. Sieht sogar relativ gut aus. Aber hat halt gefressen, nur 25 Sekunden. Ne? Mhm. So, also ich muss euch leider sagen, das Spezialöl sieht am schlechtesten aus. Wobei, jetzt haben wir natürlich eine Unbekannte und das ist der Tom. Hier hat er es ihm richtig gegeben. Ja? Da wollte er wissen, was los ist. Ne? Erstens waren das jeweils 10 Sekunden länger. Zweitens hat er dann hier richtig Druck drauf gegeben. Und jetzt ist natürlich die Frage, gab es hier Veränderungen, die im TOM begründet sind? Eine Laboreinrichtung ist natürlich so, dass du mit einem Gewicht immer mit gleichem Druck, gleicher Zeit. Du müsstest jetzt Gewichte auflegen und halt immer 500 Gramm war es mehr, was passiert nach was für einer Zeit. So. Aber bei dem Oil Booster, da haben wir längere Zeit gemacht, ja. plus ungefähr gleichen Druck. Ja. Und da sieht man ja trotzdem, also da sieht man gewaltig den Unterschied. Und hier waren wir 10 Sekunden länger drauf und mit mehr Druck, wesentlich mehr Druck. Ne? Also bei denen hier. So, und das waren immer 25 Sekunden und weniger Druck. So, das heißt also, wir haben mit den Ölboostern für den Renneinsatz in jedem Fall mehr Sicherheitsreserven. Wir haben, ich sag mal, was heißt weniger Verschleiß? Weniger Verschleiß heißt weniger Reibung. Weniger Reibung heißt, der Motor kann mehr in Leistung umsetzen. Ja? Richtig. Hat weniger innere Widerstände zu überbrücken. Wenn er weniger Wärme entwickelt, kann er natürlich auch mehr Leistung generieren, weil das ist alles Energie. Also vom Prinzip her, ja. Dass der Motorrad weniger Sprit braucht, ist, glaube ich, jetzt für den Racer weniger interessant, oder? Langstreckenrennen bist du auch froh, wenn das Ding weniger verbraucht. Also, ich sag mal, wir reden hier auf so einer Nürburgring-Nordschleife über, was ist die, 24, 25 Kilometer. Reden wir dann über 1-2 Sekunden, die du rausholen fahren kannst mit einem GT-Fahrzeug zum Beispiel. Ja?
mit so einem Booster oder mit so einem Rennmotorenöl von Badal. Ja. Und das ist etwas, was den Racer, glaube ich, schon interessiert. Ne? Was man auch noch erwähnen muss, du kannst den Booster auch verwenden, wenn du eine Nasskupplung hast. Also es hat keinen Einfluss auf die Nasskupplung, die greift dann trotzdem. Nachdem in der Motorradkupplung ja eigentlich mehr oder weniger nur ein Spray drin ist, hat es eigentlich keinen wesentlichen Einfluss. Okay, Dietmar, sage ich mal vielen Dank, dass du bereit warst, dich zu stellen. Ich habe euch zu danken, jetzt kann ich mir die Schweißtropfen abwischen. Es hat tatsächlich so, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Nein, es war zu erwarten, dass es so ausgeht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne. Hat euch gefallen? Falls ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben oder natürlich auch gerne per E-Mail. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich blende euch jetzt noch ganz kurz hier nochmal den Verschleiß ein, genau, damit ihr den nochmal gesehen habt. Genau, und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up. How sad.